Ich möchte euch heute mal zwei, sage ich jetzt mal, geheime Facebook-Gruppen vorstellen, wo die Ungarn auch Häuser und eben landwirtschaftliche Grundstücke zum Kauf anbieten. Das ist deshalb wichtig, weil viele Ungarn ja nicht das so auf ingatland.com, was ja auch immer was kostet, wenn man das mit Bildern und so weiter eben richtig reinsetzt. Also ingatland.com, die größte Suchbörse in Ungarn. Wenn du das umsonst machen willst, dann hast du halt kein Bild, also musst du schon was Geld dafür ausgeben, das reinsetzen, und viele Ungarn scheuen das. Deswegen einfach mal, was Geld kostet, aber auch deswegen, weil sie nicht wissen, wer dort praktisch dann so dort rumsucht und zu ihnen kommt. Und diese Facebook-Seiten, die ich euch jetzt vorstellen will, das ist halt ziemlich gezielter. Dort kann man gezielter Leute eben suchen, das zu verkaufen. Und das sind dann halt auch die Facebook-Profile und so weiter. Da kann man sich ein Bild von machen, von dem, der dann Interesse hat. Aber der ganz große Vorteil, es ist natürlich umsonst, das dort zu inserieren. Und ja, einfach ziemlich viele Angebote gibt es, die ihr nirgendwo anders findet. Die gehen über keinen Makler, natürlich erst recht nicht, weil der Makler in Ungarn, der Verkäufer, der dem Maklergebühr zahlt, das heißt auch schon mal viel Geld weg, dann wird es nicht inseriert. Das heißt also, die würdet ihr nie so finden, und die stellt ihr euch vor, aber natürlich müsst ihr euch das irgendwie übersetzen lassen im Facebook, also entweder durch Facebook oder ihr gebt das in den Übersetzer ein. Das sollte ja kein Problem sein. Dann könnt ihr immer über private Nachrichten aber auch die Leute kontaktieren. Das heißt, dann habt ihr dort auch weniger sprachliche Probleme, weil ihr könnt ja dann das vorher übersetzen lassen. Nicht so wie Anzeige im Inserat, wo ihr dann Telefonnummer nur habt und vielleicht auch bei Maklern mit Maklern sprecht, die in vielen Fällen überhaupt gar kein Wort außer Ungarisch können. Also, ich zeige es euch jetzt. So, jetzt gehen wir erstmal auf die Seite Olcsó ingatlanok 5 Millionig. Das heißt eben Immobilien bis zu 5 Millionen. Das ist ja erstmal ziemlich billig. Werdet ihr jetzt vielleicht denken, ihr wollt schon mehr dafür ausgeben. Aber das ist nicht so schlimm, weil dort auch durchaus sehr gute Angebote drin sind, die aber über 5 Millionen, weit über 5 Millionen sind, aber trotzdem gute Angebote. Hier ist zum Beispiel was sehr günstiges, das heißt in Miskolc in Ostungarn für 1,2 Millionen, aber das ist auch 80 Quadratmeter Haus eben mit einem kleinen 600 Quadratmeter Grundstück für 1,2 Millionen, also sehr, sehr günstig, nur muss man natürlich auch viel dran machen. Das sollte einem jedem auch bewusst sein. Aber es gibt auch reges Interesse und ihr könnt die dann halt anschreiben. Dann gibt es hier, habe ich etwas gefunden, das in Fegyvernek, also Fegyvernek ist auch in der Tisa, das ist fast bei der Autobahn, also schon Abstand, das nicht laut ist und so weiter, aber das ist, da könnt ihr jetzt dann halt die Autobahn M4 ist es, glaube ich, Richtung Budapest fahren, also alles ziemlich schnell erreichen. Und das zum Beispiel ist ein sehr, sehr großes Haus, 130 Quadratmeter, aber nur ein ziemlich kleines Grundstück. Also wer halt eben ein großes Haus haben möchte mit einem ziemlich kleinen Grundstück, aber dafür 17,5 Millionen Forint nur. Und das ist top renoviert. Also hier könnt ihr mal reingucken in die Fotos. Und ja, das ist halt alles mit drin. Und das ist eben auch wirklich dann absolut wert. Und ich denke, dass die das ziemlich schnell verkaufen wollen, aber eben aus den genannten Gründen eben nicht auf ingatland.com und auch bei keinem Makler anzeigen. Also das findet ihr nur hier. Und ja, und so weiter. Also da werden wirklich, ich habe das beobachtet in dieser Gruppe, so jeden Tag 1, 2 Posts gibt's dort, und da sind wirklich einige Angebote. Also lohnt sich das zu checken für euch. Ich verlinke die Gruppe mal hier unterhalb dieses Videos. Und die zweite Gruppe, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist eben, ich übersetze es mal auf dem Land
Ingatlan, also Tanja und landwirtschaftliche Flächen und Gebäude. Ihr wisst ja, Tanja ist in Ungarn ein alleinstehendes Bauernhaus mit eigentlich einem ziemlich großen Land eben zur Tierhaltung und zum Obst- und Gemüseanbau. Das ist das, aber viele denken eben in Deutschland so, Tanja ist immer nur was weiß ich, was für irgendwelche Selbstversorger, die nur Luxus möchten. Aber ihr könnt natürlich auch eine Tanja für 1 Million € oder 2 Millionen € mit Schwimmbad drin und so weiter erwerben. Also Tanja ist erstmal alleinstehendes Gebäude eben mit Nutzflächen und das gibt's in jeder Preisklasse. Aber es ist halt für Leute, die gerne eben Landwirtschaft betreiben, entweder das selbst natürlich gerne machen oder dafür Angestellte haben. Und hier zum Beispiel äh, müsst ihr mal eben gucken, aber hier ist zum Beispiel auch das in einem sehr guten Zustand, diese Tanja. Dann darunter auch für 21, also für fast 22 Millionen Forint, also ist wirklich ziemlich günstig, auch modern ausgestattet, alles hell und so weiter. Also Tanja darf man nicht verwechseln mit irgendwie so einem alten Bauernhof oder so weiter. Das kann wirklich sehr, sehr modern sein. Ja, und auch in dieser Gruppe für landwirtschaftliche Gebäude eben ist reger Austausch. Da gehen halt viele Leute auch hin, ohne das über den Makler zu machen, ohne Anzeigen sonst wo, sondern eben ganz einfach vom Verkäufer zum Käufer. Und deswegen kann das auch für euch interessant sein. Hier könnt ihr eben auch einfach, ist Telefonnummer angegeben, aber wenn ihr da nicht anrufen wollt, dann könnt ihr natürlich auch so eine private Nachricht an die schicken und das zuvor übersetzen. Also die Ungarn sind ja sehr offen, auch für Ausländer, und das ist überhaupt gar kein Problem. Alles klar, dann in diesem Sinne macht's gut und guckt euch da mal um. Wie gesagt, jetzt im Sommer vielleicht seid ihr in Ungarn, könnt ihr euch dann gleich umgucken und dann etwas Entsprechendes vielleicht schon kaufen. Viel Glück, liked das Video, abonniert den Kanal, abonniert mich auf Telegram.